Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute geht es mal um das Thema PFAS bzw. FAS, wie es ist, damit zu leben, wie es mir damit geht, zu leben oder damit zu leben. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mega einfach und total entspannt, weil das ist es definitiv nicht. Ich bin sehr, sehr oft am Boden, ich bin oft an dem richtigen Tiefpunkt, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr und habe auch keine Kraft mehr. Aber wie ihr seht, im Endeffekt stehe ich immer noch. Es gibt da tatsächlich auch keine Geheimformel oder sowas, wie man sowas verpackt. Das ist für jeden irgendwie eigen, weil jeder Mensch ist natürlich anders und jeder verträgt es auch anders. Ich bin zum Beispiel schon ein sehr empfindlicher Mensch, also empfindlich in dem Sinne, ich bin sehr sensibel, tatsächlich, aber man es vielleicht nicht immer denkt. Und mich nimmt sehr vieles im Leben mit, definitiv. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin da voll die harte Nuss und mir kann niemand was. Ich komme vielleicht immer so rüber oder bei vielen so rüber, dass mir vieles egal ist und ich einfach vieles gar nicht wahrnehme. Aber ist tatsächlich das Gegenteil. Ich kriege sehr vieles mit, sehr vieles verletzt mich. Ich bin nur kein Mensch, der was halt immer direkt drüber redet. Und ja, wie geht's mir damit? Mal habe ich Phasen, da geht's mir voll gut, da passieren schöne Sachen in meinem Leben und dann freue ich mich. Und dann halt natürlich die Phasen, da bin ich halt absolut am Boden und weiß gar nicht mehr eigentlich, wo oben und unten ist. Und trotzdem stehe ich halt irgendwie immer wieder auf. Was halt wichtig für euch ist, und das ist wirklich was extrem Wichtiges, Leute, ihr braucht für euch selber einfach Ziele oder auch Wünsche, Träume, welche ihr erreichen wollt, welche euch wichtig sind, weil es für euch Punkte im Leben sind, wofür ihr kämpfen könnt. Also einfach auch Anhaltspunkte sind für euch, wofür es sich lohnt, überhaupt weiterzumachen. Auch wenn man dann eben wieder in diesem Moment ist, wo man sich denkt, boah, warum tue ich mir das Ganze eigentlich an? Und ich fühle mich oft nicht verstanden, von vielen nicht. Auch manchmal von meiner Family. Ich meine, ich liebe meine Family auf jeden Fall, aber die versteht auch nicht alles oder manchmal auch nicht so meine Ticks oder Eigenarten. Das verstehen sehr viele wahrscheinlich gar nicht, außer jetzt wahrscheinlich eigene oder Selbstbetroffene. Die können dann schon eher nachvollziehen, was in meinem Köpfchen da so abgeht. Aber oft ist es halt so, dass man sich dann alleine fühlt, nicht verstanden fühlt. Und alles, was man ja eigentlich will, ist eigentlich nur leben. Man möchte halt einfach ein Leben haben, sich ein Leben aufbauen und einfach akzeptiert werden. Und ich habe es zum Beispiel oft so, also mir geht es oft so, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich halt nicht akzeptiert werde. Dass man halt einfach, weiß ich nicht, mich aufgegeben hat. Oder sich aber denkt, ja, kann man eh nicht mehr gebrauchen oder so, ne? Aber es dürft ihr halt echt nicht denken. Auch wenn es jetzt von mir kommt. Ich meine, ich erzähle euch gerade, dass halt das mir oft so geht, aber das ist eigentlich das Schlimmste, was ihr machen könnt, zu denken. Ich kann euch halt eigentlich in dem Sinne nur, wenn es euch da so ein bisschen ähnlich mal gehen sollte, euch einfach die Tipps geben, dass ihr halt einfach das nicht zulasst. Und ich habe in meinem Leben, gerade für mein junges Alter, ich bin ja noch nicht so alt, auch schon vieles gesehen und erlebt. Und ich muss auch sagen, wo ich das damals erfahren habe, was da überhaupt alles abgeht. Ich meine, dass bei mir schon immer ein Schräubchen locker war, nenne ich es mal. Das war bekannt, das wusste ich ja, aber halt was genau, das wusste ich ja nicht. Wo ich es dann erfahren habe, ja, ist man erstmal schockiert, weil man sich denkt, Und dann hört man auf einmal von einer Krankheit, wo man selber noch nie davor so wirklich gehört hat. Muss selber erstmal damit klarkommen, selber überhaupt mal zurechtkommen, selber erstmal das Ganze irgendwie realisieren. Und das ist auch nicht wirklich einfach. Und ich habe es auch oft im Leben gehabt, dass dann Leute zum Beispiel aus meinem Leben abgehauen sind. Oder mit denen einfach ja, die Wege sich getrennt haben, weil sie halt eben nicht mit mir und meiner Krankheit klarkamen. Und irgendwann hast du auch diesen Moment, oder ich habe diesen Moment, ich kann nicht immer sagen, du hast den Moment, den habe ja ich. Weil ich kann es nicht sagen, wie es bei anderen ist. Ich kann es halt, wie gesagt, nur sagen, wie es bei mir dann ist. Ich habe da oft dann auch diesen Moment, dass ich halt dann eigentlich schon gar nicht mehr irgendwen an mich ranlassen möchte, weil ich einfach keine Lust mehr habe, dass ich halt wieder einen Menschen verliere. Und
Ich bin so leid, dass ich dann immer rumjammer, wie alles kacke ist und das Leben mich hasst und tralala. Und im Endeffekt willst du halt den Leuten, die was dir wichtig sind, auch mal was Schönes erzählen können, Erfolge erzählen können, auch mal zeigen können, dass du was drauf hast, dass du was kannst, dass man deine Talente einfach halt sieht. Und es gibt auf jeden Fall die ein oder anderen Personen auf der Welt, die erkennen das, dass du Potenzial hast und dass du was kannst. Und das muss man halt auch sehen. Und wenn es halt nur einzelne Personen sind, klar, für einen selber ist es wahrscheinlich wenig und man denkt sich, boah, reicht mir nicht so, ne? Aber das sind halt so die kleinen Dinge im Leben, die kleinen Anfänge. Und ja, geht es mir sonst generell. Ich habe halt so Phasen, wie gesagt, teils geht es mir mega gut, geht es mir wochenlang mega gut. Jetzt ist die Winterzeit momentan hier. Habe auch bald Geburtstag, muss ehrlich sagen, auf meinen Geburtstag habe ich gar keinen Bock. Weil im Endeffekt werde ich auch nur ein Jahr älter und weiß auch nicht, geändert hat sich nicht wirklich viel. Da hat man dann eigentlich auch keine Lust auf Geburtstag. Aber in der Winterzeit ist halt sowieso, da bist du dann sowieso ein bisschen bedrückter, ein bisschen niedergeschlagener und dann bist du auch tatsächlich anfälliger. Also mir geht es da echt so, dass ich im Winter etwas extremer meine Ticks habe, wie jetzt, wenn Sommer wäre. Sommer habe ich dann doch eher fröhlichere Laune, öfters mal auch fröhlichere Laune. Und ich bin halt leider so ein Mensch, wenn irgendwas mal nicht so läuft im Leben oder irgendwas schief läuft, dann ist halt gleich alles kacke, ne? Dann geht die Welt unter und alles ist scheiße und ja, mein ganzes Leben ist dann blöd. Kennen wahrscheinlich auch ein paar Leute von euch diese Situation. Aber es ist nicht immer alles blöd. Man muss auch mal die kleinen Dinge im Leben sehen, die was halt dann doch da sind, die was einen doch stützen, die was einem gut tun. Und ja, das ist eigentlich soweit, denke ich mal, alles, was ich dazu so sagen kann. Wie gesagt, das ist nicht einfach und es wird dich halt einfach ein Leben lang begleiten. Das ist halt das, was mich einfach am meisten tatsächlich echt nervt an dem ganzen Spaß, dass ich halt das mein Leben lang haben werde. Ich werde nie wirklich komplett normal sein und das ist halt irgendwie so blöd. Ich meine, was ist heutzutage schon normal? Im Endeffekt hat jeder so seine Päckchen und jeder hat wahrscheinlich irgendwelche Sachen, wo vielleicht ein anderer Mensch nicht als normal sehen würde. Also im Endeffekt, wer kann schon sagen, was ist normal und was nicht? Aber für einen selber ist es halt so, ne? Man nimmt es dann selber anders wahr. Und man hat natürlich auch keinen Bock, dass man dann so mit Samthandschuhchen und das arme Tuff oder so, auf sowas hast du natürlich dann auch keinen Bock, weil das ist echt das Letzte, was man gebrauchen kann, dass man dann noch irgendwie ja, mit Mitleid da angepackt wird, so von wegen, ach ja, das arme Ding macht ja so viel mit. Man möchte halt einfach nur realisiert werden, geschätzt werden. Und wenn man das halt dann irgendwie nicht so hat oder teilweise halt dann oft vermittelt bekommt, dass man halt irgendwie ja, überflüssig ist, dann nimmt man das irgendwann auch selber so wahr. Und dann verliert man natürlich auch Selbstbewusstsein und lässt sich gehen. Und das ist echt das Schlimmste, was ihr machen könnt, ganz ehrlich. Also das ist dann so ein Punkt, den sollte man definitiv nicht zulassen. Aber so ungefähr, ja, fühlt sich das zumindest bei mir an. Und das sind dann mal Auf und Abs, mal ist es extrem, mal ist es eher weniger extrem. Und dann habe ich teilweise Tage, da bin ich komplett fertig, also wirklich Nervenzusammenbruch fertig. Und dann habe ich wieder Tage, wo ich dann wieder denke, boah, 200% und kämpfen und auf den Tisch schauen. Und das ist halt immer ein ständiger Kampf gegen dich selber. Also so kann man es eigentlich echt beschreiben, dass ich halt echt einen Kampf gegen mich selber permanent führe. Und den hoffentlich irgendwann vielleicht auch mal gewinne. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber so ist ungefähr PFAS bei mir. Und jetzt nur das PFAS, kommt da noch ein bisschen was anderes dann auch dazu. Aber dazu in dem anderen Video. Ich denke mal, das war jetzt mal genug gebabbelt von dem Ganzen. Ich hoffe, ich konnte euch mal so eine kleine Einsicht geben. Ihr seht ja auch, ich schaue wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt aus. Liegt aber auch einfach daran, dass es mir halt momentan eben nicht so dolle geht. Genau deswegen dachte ich mir dann einfach auch, jetzt nehme ich das Video auf. Gerade damit man eben auch mal genau diese Seite auch kennenlernt.
Und solltet ihr Fragen oder sowas haben, dürft ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben oder kommentieren halt. Dann versuche ich sie natürlich euch auch zu beantworten. Gerne vielleicht auch in einem Video. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Anschauen. Und wir hören uns im nächsten Video zum Thema FAS/PFAS. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.